Amen. We've looked at 1888, page 1430, paragraph 2. Wir haben uns das Zitat von 1888, 1430, Punkt 2 angeschaut. And we've pretty much gone through all of that paragraph. Und wir sind so ziemlich durch das ganze Zitat hindurchgegangen. And what is the conclusion that we have drawn? Und was ist die Schlussfolgerung, die wir aufgezeigt haben? Because I think a surface reading of this passage, Denn ich denke, eine oberflächliche Lesung dieser Passage, a person might think that everything is about God and what he has done, what he will do. dann denkt man vielleicht, dass es eigentlich einfach Gott zentriert ist, das, was er getan hat und was er tun wird. But I want to suggest on closer reading, Aber ich möchte vorschlagen, dass wenn man sich das näher betrachtet, it teaches us something different. dann lehrt es uns etwas anderes. From 2 or 3 classes ago. If we can summarize, we've been doing this for a couple of classes now. If we can summarize what this passage is teaching in a very, I don't mean going through it systematically, but just the overview of what is this paragraph saying to us. Wenn wir jetzt eine Zusammenfassung machen könnten und darüber, was dieses Zitat uns sagt. Our mind is the same as God, Unser Verstand ist derselbe wie von Gott. and God's glory is revealed Und Gottes Herrlichkeit ist geoffenbart, that He created another mind like His. dass er einen anderen Verstand wie seiner erschaffen hat. And yesterday we talked about redemption, Und gestern haben wir über Erlösung gesprochen, how we will get us to a certain portion of goodness here on earth, wie wir eine gewisse Anzahl von Portionen erhalten werden, eine Portion von Gutheit, von Gutheit erhalten werden. which we also said, which is equality, Und wir haben gesagt, dass diese Gutheit die Gleichheit ist and growth continues then in heaven. und das Wachstum geht weiter auch im Himmel. And we said that we are the counterpart of God, Und wir haben gesagt, dass wir das Gegenstück Gottes sind, which means that we need to bear His likeness. welches bedeutet, dass wir ihn gleich widerspiegeln sollten. If we don't bear His likeness, we are not allowed in heaven. Wenn wir sein Ich nicht widerspiegeln, dann sind wir nicht erlaubt, in den Himmel zu kommen. Good. Gut? So, if you've got this passage in front of you, Also wenn ihr jetzt diese Passage vor euch habt, you'll know it's basically a letter. dann wisst ihr, dass es ja eigentlich ein Brief ist. It's written September the 19th, 1895. Es wird am 19. September 1895 geschrieben. And who's it written to? Und zu wem wurde es geschrieben? Olson. O.A. Olson. Zu Olsen. His name is Ole Andreas Olson. Sein Name ist O.A. Olsen. Who is he? Do we know who he is? Wer ist das? Kennen wir ihn? Er ist ein He's a bit Ältester. more than an elder. Er ist ein bisschen mehr als ein In Ältester. Battle Creek, Michigan. Yeah, he's a bit more than an elder. That's all I know. He's the General Conference President. Er ist der Generalkonferenzpräsident. So that's who she's writing to. Also das ist die Person, wo sie schreibt. It's quite a lengthy letter. Es ist ein sehr langer Brief And as you have correctly summarized, und wie du korrekt zusammengefasst hast, what we've drawn out from this passage was wir aus diesem Abschnitt
getragen haben, is that what God did ist das, was Gott getan hat, is that he made a copy of his mind, a duplicate, ist, dass er eine Kopie oder ein Duplikat von seinem Verstand gemacht hat formed some soil into a body and put it into that body. und hat ein bisschen Erde noch hinzugefügt und hat dann dieser Verstand in diesen Körper gelegt. And why did he do that? Und wieso hat er das getan? Weil er ein Gegenstück wollte. So he wants a counterpart. Also er will ein Gegenstück. So we'll go with two reasons. Also wir nehmen jetzt 2 Gründe dafür. So when you say he wants a counterpart, what reason is that? Wenn wir sagen, did he er will want? ein Gegenstück, welche Gründe gibt es dafür? He doesn't want to be alone. Er möchte nicht alleine sein. So the first thing it's talked about, it doesn't say it directly in this passage, but we've spoken about his need for companionship. Also die erste Sache, hier wird nicht in diesem Abschnitt darüber gesprochen, aber er braucht Leute, die mit ihm sind. Now this companionship is not like a human wants a cat. Was heißt Companionship? Dieses Zusammensein. Dieses Zusammensein ist nicht einfach ein Mensch mit einer Katze. It's not that kind of companionship or loneliness. Es ist nicht diese Gemeinsamkeit, Gemeinschaft. What kind of companionship is a counterpart? Was für eine Gemeinschaft hat man denn mit einer Katze? You said he was lonely Du hast gesagt, er wäre alleine and he wants a counterpart. und er will ein Gegenstück. This is not just a human wanted a pet. Und das ist nicht einfach ein Mensch, der ein Haustier will. It's to fulfill the function. Es ist, um die Funktion zu erfüllen. So when you look at the word counterpart, Also wenn man sich das Wort Gegenstück anschaut, it speaks of two parts that come together to form a whole or a complete dann thing. spricht es über 2 Sachen, die zusammenkommen und dann eine Sache gründen. And difficult though it might be for us to accept or believe, Und wie schwierig es auch sein mag für uns, das zu akzeptieren oder glauben, if we take that word for what it is, wenn wir das Wort so nehmen, wie es ist, then that's teaching us that God is not complete without the creation of human life. dann lehrt es uns, dass Gott nicht vollständig ist ohne die Erschaffung von menschlichem Leben. And all the implications, all the ramifications that that has. Und alle die Schlussfolgerungen, die es auch hat. So that's one part. Also das ist jetzt ein Teil. The other part is what? Der andere Teil ist was? Why God doesn't want to be alone? No, we've done that bit. Okay. Also wir haben jetzt gesagt, Gott will nicht allein sein. Why did he make a copy of himself? Wieso hat er eine Kopie von sich selber gemacht? One is that he needs to be fulfilled, he needs to be complete. What's the other reason? Also eine Sache ist, dass er vervollständigt werden muss. Was ist die andere Sache? What else do I say? Well, for me, it was that he creates a parable for angel, but we're Für still mich gonna war es, take dass a little Gott ein Gleichnis für die Engel macht, aber ich bin mir nicht sicher. Sorry, it kind of all faded out at the end. bit. For, Speak a bit louder yeah, into we the had mic. this conversation where I said I think he wanted to create a parable to teach also the angels, but we're Also- still talking about that. Also wir hatten eine Diskussion einmal, dass er ein Gleichnis gemacht hat für die Engel, aber wir haben das noch nicht weiterentwickelt. Teach them what? Ihnen was lehrt, How he is. wie er ist. So, why did you say angels specifically? Wieso hast du jetzt Engel im Spezifischen genannt? Well, because they are around him need to learn more of him. Denn die um ihn sind, müssen mehr von ihm lehren. Nein, Okay. More specific. Is it mehr about Lucifer? genauer. It's not the temptation that Lucifer brings upon them. Es geht nicht um diese Versuchung, die Luzifer ihnen gibt. So, not only does he need to be complete, Nicht nur muss er vervollständigt werden, two parts form a whole, 2 Teile formen ein Ganzes. he also wanted to show all his other created beings Er wollte auch all the other created beings, er wollte auch alle anderen erschaffenen Wesen
more about him, what he's like. mehr zeigen, wie er ist. Why would he want to do that? Und wieso wollte er das tun? Why would he want to create humanity to show them something about himself? Wieso wollte er die Menschlichkeit gründen oder erschaffen, um den anderen Wesen mehr über sich selber zu lehren? So they can learn in Kamapaya. Dass sie lernen können und höher kommen können, That there is not a rest of a doubt in the mind of the angels. dass That is kein a Satan thing. Zweifel mehr in ihrem Kopf ist wegen dieser Sache mit Satan. Remember, this is all before Satan. Satan doesn't exist yet. Erinnere dich, ist alles vor Satan, weil Satan existiert noch gar nicht. He has this plan. Er hat diesen Plan. Satan doesn't exist yet. It's Lucifer. Everything's Und good. Satan existiert noch nicht. So Alles ist gut. his reason Also sein Grund is that when they look at him, ist, dass wenn sie ihn anschauen, they can't get a proper picture of who he is. können sie sich nicht ein klares Bild machen von was er ist. So to help them to understand who he is, to help them understand better who he is, Also dass sie besser verstehen können, wer er ist, he decides to create a copy of himself, hat er entschieden, dass er eine Kopie von sich selber gründet. a duplicate, Ein Duplikat. so that when people or these beings see this duplicate, Dass wenn Leute oder diese Wesen dieses Duplikat sehen, they can get a better idea of what God is like. können sie eine bessere Idee bekommen, wie Gott aussieht. So he has these two reasons. Also man hat diese zwei Gründe. And if he makes a copy of himself Und wenn er jetzt eine Kopie von sich selber macht and people look at the copy und die Leute sich die Kopie anschauen, to understand him, um ihn zu verstehen, what methodology is that called, wie nennt man diese Methodologie? Sister Esther? Was ist das mit erweitern? No, do it in German. You can do it in German. We'll translate. Wie bitte? Repeat in and out. Repeat and enlarge? Wiederholungen der Erweiterung. Even simpler than repeat and enlarge. Noch einfacher als Wiederholungen der Compare. Erweiterung. No. To compare? No. Yeah, you're comparing. Compare So and I want you to know contrast. about me. So you have to look at Aileen to understand me. Also du It's musst compare. Parminder anschauen, dass du verstehst, wie ich ist. Du tust uns wieder vergleichen und gegenüberstellen. It is compared, but there's a specific word that we use all the time. Oh. Es ist zwar vergleichen, aber wir benutzen noch ein anderes spezifisches Wort. Comes not in my mind. Das kommt Okay, nicht in let meinen me find a Kopf. verse for you. Lasst mich ein Vers für dich finden. Turn to the book of Matthew. Also wir gehen jetzt zum Buch Matthäus. Matthew 13, Matthäus 13. verse 3. Matthäus 13, Vers 3. Matthew 13, Um, verse 3. Like a parable? Like parables? Also wie ein Gleichnis. So, even to teach created beings, Also auch, dass man erschaffenen Wesen lehren kann. there's no sin. Da gibt es keine Sünde. Everything is good. Alles ist gut. Even to teach them Auch ihnen zu lehren about himself. über sich selber. He can only do that through parables. Er kann das nur tun durch Gleichnisse. They can get some understanding of who he is, Sie können zwar ein bisschen Verständnis haben, von wem er ist, but not a proper understanding. aber nicht so ein richtig gutes Verständnis. So, this is God, Also das ist Gott and he wants you, und er möchte, dass she wants you to understand what she's like. sie möchte, dass du verstehst, wie sie ist. You have an idea, Du hast eine Idee, but it's not clear enough. aber es ist nicht klar genug. And Aileen wants to get closer to you. Und Aline möchte näher zu dir She kommen. wants you to get closer and closer to her. Sie möchte, dass du näher und näher zu ihr kommst. But you can't Aber du kannst es because nicht, you really don't know what she's like. weil du weißt ja gar nicht, wie sie ist. And if you don't know what someone's like Und wenn du nicht weißt, wie sie ist, intimately, intim, you can't have that trust. dann kannst du nicht dieses Vertrauen haben. Now, this is one of the reasons why human beings Das ist eines der Gründe, wieso menschliche Wesen have sex, Sex haben. is because it's
a tool that God has given to us Es ist ein Werkzeug, das Gott uns gegeben hat, where you really have to trust someone. dass du wirklich jemandem vertrauen musst. You know, if you've got a body that you're not comfortable with, Wenn du einen Körper hast, mit dem du nicht einverstanden bist oder der dir nicht gefällt, to go naked and let someone see that. also dann bist du nackt und jemand sieht dich. If you have some blemish, Wenn some du, defects, some say spots, wenn du zum Beispiel Pickel hast oder halt einfach Fehler auf deiner Haut and you let someone get really close and see them, und du jemandem sehr nahe ranlässt und sie sehen lässt, can you imagine how embarrassing that is? kannst du You dir know it. vorstellen, wie peinlich das ist. When you meet someone, Wenn du jemanden triffst, humans have this like comfort zone. Menschen haben diese Komfortzone. You meet a stranger, Du triffst einen Fremder and if we're about half a meter away, it's okay. und wenn wir etwa eine Meter Distanz haben, dann ist das gut. You start getting closer to someone. Aber wenn du dann zu jemandem näher kommst, How do you feel when someone gets really close to you? wie fühlst du dich denn, wenn jemand sehr nahe an dich You rankommt? feel they're invading your space, don't you? There's this limit to how close someone can get. Es gibt diese Beschränkungen oder dieses Limit, wie nahe eine Person zu dir rankommen darf. Can you imagine Und kannst du dir vorstellen, someone kissing you? jemand, der dich küsst, What we do with our mouths, was wir tun mit unserem Mund? pieces of food, Essen, bad breath, schlechter Geruch, all of that, all das. and you let someone come that close to you. Und du lässt jemand, der so nahe zu dir rankommt. You really have to trust someone Du musst jemandem wirklich vertrauen, to let them come so close to you. dass sie so nahe zu dir kommen können. And all of this is a parable Und all das ist ein Gleichnis, that God has given human beings das Gott den and menschlichen animals Wesen und auch Tieren gegeben hat, where we can begin to learn to know one another and trust each other. wo wir anfangen können, uns einander kennenzulernen und einander vertrauen. So, Also, God, Gott, she wants you, sie will, dass du you're a created being on some planet, bist eines erschaffenes Wesen aus irgendeinem Planeten, to come closer to her, dass du näher zu ihr kommst. which means you need to know her better. Welches bedeutet, dass du sie besser kennen musst. We call that education. Und das nennt man dann auch Erziehung. And there's limitations to that. Und es gibt auch Einschränkungen. So God Also Gott creates a human being erschafft ein menschliches Wesen, that's a little bit more like you, das ein bisschen mehr wie du bist, but that's a duplicate of her. aber es ist ein Duplikat von ihr oder Gott. And by looking at me, Und wenn man dann mich anschaut, you can learn much more about God kann man viel mehr über Gott lernen. than you could ever do Und dann könntest du by looking straight at God. das Gleiche tun, wenn du dich direkt. Wenn man ihn anschaut, als wenn man Gott direkt anschaut. Aha, man kann mehr lernen, wenn man diese Person anschaut, anstelle von Gott. And there's not even any sin. Und es gibt nicht mal Sünde. Parable teaching was not a result of sin. Gleichnislehre war nicht ein Resultat von Sünde. It was, de facto. Yeah. Es war ein de It facto. was the de facto mechanism or tool that he used to educate people. Es war ein de facto Werkzeug, um andere Leute zu erziehen. Obviously not people, because people don't even exist. Creatures, the beings. Also nicht die Menschen, sondern einfach die Kreaturen oder die Wesen. And if we can say that God loves some people more than others, which Also is wenn wir jetzt sagen not können, right, but wenn wir jetzt sagen können, dass Gott einige Leute mehr mag als die anderen, aber das stimmt ja nicht. who does he love the most? Wer mag er dann am meisten? Who's closest to him? Diejenigen, die am nächsten zu ihm sind. Who was that? Wer war das? Lucifer. Luzifer. Christ wasn't, because Christ is playing all these funny games. Christus nicht, weil er hat all die lustigen Spiele So gespielt. he loves Lucifer the most, if you Also say it that er way. mag Luzifer am meisten. So he's going to give Lucifer special training. Also er gibt dann Luzifer das spezielle Training. He doesn't tell Lucifer just to look at
human beings. Er sagt Luzifer nicht, dass er sich einfach die menschlichen Wesen mal anschauen soll. He tells Lucifer to get intimate with human beings. Er sagt Luzifer, dass er intim mit den anderen menschlichen Wesen sein To be their teacher. werden soll, um ihr Lehrer zu sein. Lucifer saw this as what? Luzifer sah das als was? His position. A threat. Was heißt das? Someone says A something? curse? Bedrohung seiner Position. Bedrohung seiner Position. Ja, she said the same thing. He looked at it as punishment. Er sah es als eine Bestrafung. Do you know promotion? Ja, Do you know demotion? The opposite. ja, die Opposite, ja. Yeah. Also eine, Papa, wie sagt man das nochmal in Deutsch? He looked at it as the opposite of promotion. Er hat what is this Eine promotion? Beförderung. Und Also er sah es als eine Herabstufung. This is how Abwertung, ja. this is how God thinks. He doesn't think like we think. Also er denkt ja nicht, Gott denkt nicht, wie wir denken. And remember, Lucifer is sinless. Und erinnert euch, Luzifer ist sündlos. And God Und Gott says, sagt, do this low job. mach diesen niedrigen Job hier. And in God's mind, Und in Gottes Verstand this is to educate Lucifer, to bring him closer to him. ist das, um Satan zu erziehen, um ihn näher zu Gott zu bringen. And Lucifer sees this as punishment Und Luzifer sieht es als eine Bestrafung in his sinless state. in seinem sündlosen Zustand. So it should show us, Also das sollte uns zeigen, just because you're sinless, nur weil du sündlos bist, it doesn't mean, this is crazy, it doesn't mean you're perfect. bedeutet es nicht, dass du perfekt It bist. doesn't mean you can't make mistakes. Das bedeutet auch nicht, dass du keine Fehler machen And kannst. it definitely doesn't mean you're like God. Und natürlich bedeutet es auch nicht, dass du wie Gott bist. Because if he was like God, Denn wenn er wie Gott wäre, sinless, sündlos, he would have thought that was a great idea, and he doesn't. dann würde er denken, es ist eine großartige Idee, aber er macht es nicht. Lucifer was educated in heaven. Was it also for Jesus in education to come on earth? Also du hast gesagt, Luzifer wurde im Himmel erzogen, und war es für Jesus auch eine Erziehung, auf den Himmel zu auf die Erde zu kommen, oder ja? The story of Jesus and what he does Die Geschichte von Jesus und was er tut, is slightly different. ist ziemlich anders. We'll talk about that in a moment. Wir sprechen über das ein bisschen So I want to später, make some observations about him. denn ich möchte jetzt ein paar Beobachtungen machen von ihm. So the point I want us to see, Also den Punkt, den ich möchte, dass ihr seht, there are two things that God wants to do es gibt zwei Sachen, die Gott möchte, dass du tust. when he made humans. That you are doing, or who? When God made humans, there were two things that he wanted to do. Als Gott die Menschen erschaffen hatte, gab es zwei Sachen, die er tun wollte. One, Eine Sache, he wanted to find completeness. er wollte die Vervollständigung finden. It's not like he had been experimenting for thousands of years. Es ist nicht, dass er für tausende Jahre experimentiert hat And he says, oh, I finally have perfected this creation. und jetzt habe ich endlich diese Erschaffung komplett gemacht, vervollständigt. No, he was systematically creating step by step Nein, er hat systematisch Schritt für Schritt kreiert, erschaffen. the ultimate creation was what? Die ultimative Erschaffung war was? Before. Vorher? He hasn't created humanity. What's the ultimate creation so far? Er hat die Menschheit noch nicht erschaffen. Was hat er bis jetzt erschaffen? Lucifer. We'll say angels. Wir sagen jetzt mal Engel. And then Lucifer was the top one. Und Luzifer war der über allen. And everyone thought, Und jeder dachte, this is it. You can't get better than an angel. das ist es. Man kann es nicht besser machen als ein Engel. And then he does one more last step. Und dann macht er noch den allerletzten Schritt. And this was crazy, Und das war this verrückt, plan. dieser Plan. Because he's going to make something that's superior to angels. Denn er hat ja was erschaffen, das unter den Engeln liegt. But how does he make them?
Aber wie tut er sie denn erschaffen? We've quoted this verse a few times. Let's find it. Wir haben diesen Vers schon ein paar Mal uns angeschaut, lasst ihn uns finden. The book of Hebrews. Es ist im Buch der Hebräer. Is it about the one a little lower than angels? So it's Hebrews chapter 2. Also es ist Hebräer Kapitel 2. Tamina, wo ist Hebräer? Vor Offenbarung. Ah, hier, okay. Hebrews chapter 2. Also Hebräer Kapitel 2. So what's the title of this chapter? Was ist denn der Titel von diesem Kapitel? I don't have I've got the importance of accepting salvation through Jesus. That's the title. That's the first part of chapter 2. Also der erste Teil von Kapitel 2. Did you read just that? I just read the title. Oh, how does it say in your one? Warning against negation salvation. Yep. You can say that. Der Untertitel ist... Keine Ahnung. This is a warning against ignoring Es ist salvation. eine Warnung vor Vernachlässigung oder Ignorierung des Heils oder der Lösung. Then verse 5. Und dann in Vers 5. Verse 5 is the story about Jesus. Und dann Vers 5 ist die Geschichte über Jesus. This is the foundation or the founder of salvation, the person who's the founder who created it. Es ist die Geschichte von dem Schöpfer. And verse 5. Vers 5. For unto the angels hath he not put into subjection the world to come, whereof we speak. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt. But one in a certain place testified, saying, What is man that thou art mindful of him, or the Son of Man that thou visited him? Es bezeugt aber einer irgendwo und spricht, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschensohn, dass du zu ihm siehst? Verse 7. Thou madest him a little lower than the angels. Thou crownest him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hands. Also jetzt Hebräer 2, Vers 7. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel mit Herrlichkeit und Ehre, hast du ihn gekrönt, alles hast du unter seine Füße getan. Just want to check something. Ich möchte schnell etwas nachschauen. And verse 8. Echt? Thou hast... Ja. Here it writes foot and not. Sorry? Here it's foot and not hands. And in German. Oh, thou didst set him over the works of thy hands. And it says the works of thy foot. Ja. Alles. It's different. Aber ich habe die Schlachterbibel. Hä? Verse 8. Vers 8. Thou hast put all things in subjection under his feet. For in that he put all things in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him. Indem ihm aber alles unterwarf, ließ ihm nichts unterworfen. Jetzt aber sehen wir, dass ihm noch nicht alles unterworfen ist. Is that the feet bit that you saw? No, that was verse 7 here. Oh, and where's the feet in verse 8? Nothing. Somebody else said it, I don't know. Yeah, I think in the German verses 7 and 8 are a bit mixed. Because I've got feet in verse 8 and I've got hands in verse 7. You don't have any hands and you don't have feet in verse 8. Yeah. You have feet? Yeah. Do you have it? In Vers 8. Yeah. Not in my version. Not in her version.
Aber ich habe Do you die have feet Schlacht. in verse 7? No. Yeah, she's got a different version. But The I version have, I have in the German, it's exactly the same as in the English. aber ich habe die Schlachterbibel hier. Hast du die Schlachter 2000? Keine Ahnung. Okay, You must- we'll, you- we'll figure it out later. What version? You got Esau? Uh, You're looking at Esau when you do that. no, I have the same Bibles as in Eastward I have here. No, the Eastward Bible is that. Okay, I'll check Eastward. Her Esau one is different to your. I trust Aileen. Okay, so verse 5. What does verse 5 say? Also Vers 5. Was sagt Vers 5? The world is not some mission to the angels. Also the world? Hm? Die Welt ist nicht Future in, world. die zukünftige Welt ist nicht unter der Engel. Okay, so you added the bit in. The future world is not under the control of angels. Also die zukünftige Welt ist nicht unter Kontrolle von Engeln. Is that how you read it? Ist das so, wie ihr das lest? Sister Esther, is that how you see verse 5? Schwester Esther, ist das, wie du Vers 5 liest? Ich habe mich gerade gefragt, wie ich das sehen soll. I just asked myself how I should see that. Sure. Verse 5 says that the future world Vers 5 sagt, dass die zukünftige Welt is not under the control of angels. nicht unter der Kontrolle von Engeln ist. And future means our world, the earth. Also Zukunft meint man damit die So unsere Welt, die Erde. the coming world, the world that's about to come, Also die Welt, die jetzt Zukunft ist, also die jetzt dann kommen wird, which in the context would be the new earth, welches im Kontext die neue Erde sein würde, the future world that's coming die, is zu, not under the control of angels. die zukünftige Welt, die kommen wird, ist nicht unter der Kontrolle der Engel. I just saw it, it's a So different in the version moment- here. Hand and yeah. What is the meaning with the future world? Well, not the current one, it's the one that's coming in the future. Also By nicht the diese second- jetzt, sondern diese, die in Zukunft kommt. By the second coming of. The new earth, I Jesus. just said the new earth. Die neue Erde. Okay, good. I thought Jesus want to make Adam and Eve in this world, and it's speaking by this world who comes in the future. It's not the current world that we have, it's the one in the future. Es ist Okay. nicht die jetzige Welt, sondern die in der Zukunft. So in the future world, Also in der zukünftigen Welt it's not under the control of angels. ist es nicht unter der Kontrolle von Engeln. You're okay with that? Seid ihr damit einverstanden? The present world, Diese jetzige Welt, who is that under the control of? unter welcher Kontrolle ist es denn? Sister Sarah? Sarah? Okay. Sister Tamina? Tamina? Verse 7, I thought So men, just give me the answer. men, humans. The current world is under the control of men. Yeah. Die jetzige Welt ist unter der Kontrolle von Menschen jetzt. Satan is a. Satan ist ein Angel. An angel. It's an angel. Es ist ein Engel. So it was God's will Also es war Gottes Wille, that the current world dass die jetzige Welt was under the control of angels unter der Kontrolle von Engeln sind and the future world und die zukünftige Welt would not be under the control of angels. würde nicht unter der Kontrolle der Engel sein. So the current world Also die jetzige Welt was meant to be under the control of angels. That was the original plan. sollte unter der Kontrolle der Engel sein und das war eigentlich der originale Plan. There wouldn't be a new world. Denn es würde keine neue Welt geben, It would just be the same one. es würde eigentlich einfach die gleiche sein. But sometime in the future, what would Aber happen? irgendwann in der Zukunft, was würde dann passieren? The angels would lose their control. Die Engel würden ihre Kontrolle Someone else would take over. verlieren und irgendjemand anders wird dann übernehmen. Everyone okay with that? Ist jeder damit einverstanden? Because of sin, Wegen der Sünde, that change dieser Wechsel happens when we get the new world. passiert dann, wenn man die neue Welt bekommt. Verse 6. Vers 6. Someone Irgendjemand said this. hat das gesagt. What is man Was ist der Mensch,
that you are mindful of him, Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? that you think about him, Oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? or that you visit him? Oder dass du ihn besuchst, noch im Englischen. So someone asked a question, Also jemand hat jetzt die Frage gestellt, why are you so interested in human beings? wieso bist du denn so interessiert in menschliche Wesen? Why so much interest? Wieso so viel Interesse? Verse 7. Vers 7. You made him lower than the angels, Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. yet you crowned him with glory and honor. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Verse 8. 8. And what did you do? Und was hast du getan? You put everything Alles hast du under his feet. seinen Füßen unterworfen. Whose feet? Welche Füße? Whose feet did he put everything under? So someone's foot is above, is on top of everything. Whose Also- foot is that? Irgendwelche Füße sind über allem anderen. Welche Füße sind das? Which feet? You ask. Yeah, whose feet is that? Also von Whose foot is that? wem His ist- foot, someone's foot is on top of everything. Also irgendein Fuß ist über allem. Welcher Fuß ist das denn? Whose foot is that? Welcher Fuß ist das? Isn't that the man of verse 6? Satan? Satan? From the verses on, Just I tell me say the man. answer. Man. Man? Menschen? Angel? Angels? Sister Esther? Gegen Lucifer? Lucifer? Man. Man. So, we're in verse 8. Also wir sind in Vers 8. Let's go back to verse 8 said, Thou hast put all things in subjection under his feet. Also Vers 8 sagt, alles hast du seinen Füßen unterworfen. So it says his feet. Also er sagt seine If Füße. you go to verse 7, Aber wenn wir dann zu Vers 7 gehen, it says you made him. dann sagt es, du hast ihn gemacht. You crowned him. Du hast ihn gemacht. So Gekrönt. it says you made him lower than angels. Also er hat gesagt, es sagt hier, du hast ihn niedriger als die Engel So geschaffen. the him is not an angel. Also dann ist das ihn kein Engel. And the him of verse 7 Und der ihn von Vers 7 is the his in verse 8. ist das ihn in Vers 8. His feet Ja. in verse 8. Seine Füße in Vers 8. That person's foot Diese Füße is the same person in verse 7 that's lower than angels. ist die gleiche Person, die niedriger als die Engel sind. So the foot can't be an angel's foot. Also der Fuß kann keines Engelsfußes sein. Verse 6, Vers 6 it says, Who is man sagt es, was ist der Mensch, that you care about him? dass du an ihn gedenkst? Why would you care about someone, Wieso würdest du dich um jemanden kümmern? verse 7, In Vers 7, that was lower than angels? der niedriger als der Engel ist. So the foot Also der Fuß is the foot of a man, ist der Fuß des Menschen, human beings. des menschlichen Wesens. Verse 8, Vers 8, you put everything under that human's foot, indem er ihm aber alles unterworfen hat, also unter diesen menschlichen Fuß. Now, when God put everything under that human being's foot, Also wenn Gott jetzt alles unter diesen menschlichen Fuß tut, he left nothing outside of his control. dann hat er nichts außer Kontrolle. That means everything is under his control. Das heißt, alles ist unter seiner Kontrolle. Whose control? Welche Kontrolle? Human's control. Die menschliche Kontrolle. Verse in Psalm I don't 8. want to go anywhere yet. Let's finish our okay. passage first. Also lass uns jetzt zuerst diesen Abschnitt abschließen. However, Jedoch, we're still in verse 8. wir sind immer noch in Vers 8. At the present time, Zur jetzigen Zeit we don't see everything put under him. sehen wir nicht, wie alles ihm unterstellt wurde. How does it read in the German? Does it read like that?
nichts So übrig I'll do verse 8 again. Also ich mache jetzt nochmal Vers 8. You put everything under the human's foot. Du hast alles unter diesem menschlichen Fuß getan. Now, when God put everything under this human, Also wenn Gott alles unter diesem menschlichen Fuß getan hat, he didn't leave anything out. dann hat er nichts ausgelassen. Everything was under his control. Alles war unter seiner Kontrolle. But at the present time, Aber zur jetzigen Zeit we don't see everything put under his control. sehen wir gar nicht, dass alles unter seiner Kontrolle ist. Is that how verse 8 reads for you? Ist das so, wie ihr Vers 8 lest? Yep. So I've done a paraphrase. Also ich with King habe James. eine Paraphrasierung gemacht, eine Beschreibung gemacht. Verse 9. Vers 9. What do we see? Was sehen wir denn? We see someone Wir sehen jemanden, who was made lower than the angels. der niedriger als die Engel geschaffen wurde. This is Jesus, Das ist Jesus, who is crowned with glory and honor der mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wurde, because he suffered death. weil er den Tod erlitten hat. And when he suffered death, Und als er den Tod erlitten he hat, suffered it for everybody. hat er für jeden es erlitten. So we want to stick in our section 5 to 8. Wir wollen jetzt in unserem Abschnitt bleiben, 5 bis 8. So let's summarize. Lasst uns zusammenfassen. God made human beings Gott hat menschliche Wesen erschaffen on this world, auf dieser Welt. and they were not in control of this world. Und sie waren nicht über Kontrolle von dieser Welt. Angels were. Engel waren. But in the world to come, the new world, Aber in dieser neuen Welt they will not be under control. würden sie nicht unter der Kontrolle sein. Someone else will be controlling that world. Jemand anderes würde diese Kontrolle kontrollieren. Diese Welt kontrollieren. Someone asked the question, Jemand hat die Frage gestellt, why do you care so much about human beings? wieso kümmerst du dich so sehr um menschliche Wesen? I'm going to put in parenthesis, Ich mache es jetzt in Klammern, because they're rubbish. weil sie Müll sind. They're low life. Sie haben ein niedriges Leben. Look how disgusting and rubbish they are. Schau mal, wie hässlich und Müll sie sind. Why do you even bother? Wieso kümmern wir uns überhaupt? That's what this question is being asked. Diese Frage wurde gefragt. And then the response comes, Und dann kam die Antwort. because this is a rhetorical question. Denn das ist eine rhetorische Frage. You made humans lower than angels, Du hast Menschen niedriger als die Engel gemacht, but in the future, aber in der Zukunft you will crown him with glory and honor. würdest du ihn krönen mit Herrlichkeit und Ehre. That's why you care so much about, do you use the word low life, like rubbish? This is why you care about the low life humans. Deshalb kümmerst du dich so sehr um den niederen Lebensstand, dieses niedriges Milieu. In the future, In der Zukunft human beings will control everything. werden menschliche Wesen alles kontrollieren. And when he says everything, he means nothing will be outside of their control. Und wenn er sagt alles, dann heißt es, dass nichts außer Kontrolle sein wird But at the von present ihnen. time, Aber zur jetzigen Zeit we don't see that. sehen wir das nicht. We see that they've got no control. Wir sehen, dass sie eigentlich gar keine Kontrolle haben. Now, the way Paul is going to write this, Also die Art und Weise, wie Paulus das schreibt, he's going to turn this wird er das and he's going to make it speak about Jesus. umdrehen und dann sagen, dass es hier über Jesus spricht. Now, Sister Esther just wanted to tell us Also Esther wollte uns vorher gerade sagen, that this is not Paul's writings. dass das eigentlich Paulus nicht geschrieben hat. Paul has copied this. Paulus hat das nämlich kopiert. He's copied it from an Old Testament passage. Er hat es von einer alttestamentlichen Abschnitt kopiert. And what Paul did, Und was Paulus gemacht he hat, took the Old Testament passage, er hat diese alttestamentliche Abschnitt genommen wrote it here, und es hier and hingeschrieben twisted it. und es verdreht. Because when you go back to the Old Testament passage, Denn wenn man zurück zum alttestamentlichen Abschnitt geht, no, in this passage, in dieser verse Passage, 9, Vers 9, who is this Son of Man? Who is this human that he's speaking of? wer ist denn
dieser Menschensohn, über wen er spricht. He says, He is Jesus, Er sagt, er ist Jesus, who you crowned with glory and honor. den du mit Herrlichkeit und Ehre krönst. Crowned with glory and honor. Herrlichkeit und Ehre, Which verse is that? welcher Vers ist das? Verse 7. Vers 7. So he's going to tie Jesus being crowned with glory and honor with verse 7. Also er sagt auch, dass Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wird in Vers 7. In Paul's typical style, In Paulus typischem Stil he's going to twist scripture. wird er die Schrift verdrehen. He's going to make this talk about Jesus. Er wird schauen, dass das über Jesus spricht. But if you go to the original, Aber wenn man dann zum Originalen geht, it's not talking about Jesus. dann spricht es hier nicht über Who's Jesus. he talking about? Über wen spricht es denn? You. Über dich. Not just Adam, it's talking about you. Nicht nur über Adam, sondern über dich. Sister Esther, Esther, which was the verse? welches war der Vers? Psalm 8, Psalm 8, 5 until 7. 5 bis 7. So we'll go to Psalms chapter 8 Also wir gehen jetzt zu Psalm Kapitel 8. and you've taken us to verse 5. Du hast uns zu Vers 5 genommen, But it's even more than verse 5. It's a little bit before. aber es ist sogar mehr als Vers 5, ein bisschen vorher. So if you go to, you stay in Psalms, I'm in Hebrews. Du bleibst im Psalm, ich bleibe im Hebräer. Look at verse 4, 8:4. Schau dir 8 Vers 4 an. I'm going to read 2:6. Ich werde 2 Vers 6 lesen. Okay, I'm reading Hebrews, you read Psalms. But one in a certain place said, just paraphrase what I'm saying. Okay. But one in a certain place said this, Also einer in einer speziellen Position hat das gesagt. What is man Was ist der Mensch, that thou art mindful of him? dass du über ihn nachdenkst? Or the Son of Man Oder der Menschensohn, that thou visited him? dass du zu ihm siehst oder ihn besuchst. So 2:6 Also 2,6 is 8:4. ist 8 Vers 4. I mean, In, it's in Deu German it's 5. in Deutsch ist es Vers 5. Ja, Okay, Ja. so the verse numbers is different for some reason. also die Versnummern sind ein bisschen durcheinander. So I'm in 2:7 now. Also ich bin jetzt in 2 Vers 7, im Hebräer 2 Vers 7. So for me it's 8:5. I don't know if it's 8:6 for you now. Also, no, it's 8,5. Still 8:5. 8:5 is longer verse. 8,5 is 2,6. Yes, so I'm going into 7 now. You made him a little lower than the angels. Also du hast ihn ein bisschen weniger oder niedriger gemacht wie das als Engel. You crowned him with glory and honor. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Das war jetzt Vers 6. That for me was 5. As if it's still 5 for you. That is Vers 6 for us. Verse 6. So Also, we're in Psalms, wir sind im Psalm and what we want to see und was wir sehen möchten, is that this is a passage about human beings. ist, dass das ein Abschnitt ist von menschlichen Wesen. How do we know that? Wie wissen wir This das? is not about Jesus. Das geht hier nicht um Jesus. We'll read from the beginning. Wir werden vom Anfang jetzt lesen. So you tell me where the verses begin to change. I mean, verse 1. Ich bin in Vers 1. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Das ist jetzt Psalm 8, Vers 1. 2. Oh, that was verse 2 for us. Verse 1 is nothing, actually. To the chief musician upon the guitar, a psalm of David. Yeah, that was verse 1 for us. And you have 10 verses? Yeah. Oh, okay, so in the Psalms, we're always one verse out? Okay. So
Verse 3. Also Vers 3. Out of the mouth of babes and sucklings thou hast ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, deiner Bedränger willen, den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. When I considered thy heavens, the works of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. so he says, when I look at the universe, Also er sagt eigentlich, wenn ich mir das Universum anschaue, how great and majestic and beautiful wie everything is, groß und schön alles ist, he's surprised. dann ist er überrascht. He says, in comparison to that, Er sagt im Vergleich zu dem, what is man was ist denn der Mensch, that you are mindful of him, dass du über ihn nachdenkst, and the Son of Man that you visit him? und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. So when we see the majesty and the beauty of the universe, Also wenn wir jetzt diese Herrlichkeit und Großartigkeit und die Schönheit des Universums sehen, in comparison to that, human beings are nothing. im Vergleich zu dem sind die menschlichen Wesen nichts. Verse 6. Vers 6. For you made him a little lower than the angels and crowned him with glory and honor. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. I'm going to rephrase that. Ich werde das anders sagen jetzt. You made him a little lower than the angels, Du hast ihn ein bisschen niedriger als die Engel gemacht, yet it was your will aber doch war es dein Wille, that in the future dass in der Zukunft you would crown man with glory and with honor. du den Menschen mit Herrlichkeit und Ehre krönst. You made humans to have dominion over the works of your hands. Du hast, are you reading the verse or paragraph? 7. 7. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Vers 7. You put everything under his feet. Du hast alles unter seine Füße gemacht. Now see how the original psalm is talking about. Also seht jetzt, wie der originale Psalm darüber spricht. Sheep, ox, beasts of the field, Schafe, Ochsen und Tier auf dem Feld. fowl of the air, fish of the sea. Tiere des Feldes und Fisch im Meer. What's verse 7 and 8 talking about? Über was spricht es denn in Vers 7 und 8? Creation on earth. Es ist die Erschaffung auf der Erde. So verse 6, Also Vers 7, when it says you made him to have dominion over the works of your hands, wenn es heißt, du hast die Übermacht über, is it verse 7? Die Vollschaft über die Engel, sorry, your verse 7, yeah. You put everything under his feet. hast du alles über seine Füße gemacht? What is everything? Unter seine Füße, was ist denn alles? It's only this earth. Es ist nur diese Erde. So this talk is he's talking about human beings having dominion over the earth. Also das spricht über menschliche Wesen, die die Herrschaft über, Dominion heißt Herrschaft, oder? Die Herrschaft über die Erde hat. So I want us to see Also ich möchte, dass wir sehen, how Paul completely changes this whole story. wie Paulus eigentlich diese ganze Geschichte voll verdreht. So Also, in the Psalms, in diesem Psalmen it says sagt es, you have this great universe. du hast dieses große Universum. Why do you care about humans? Wieso kümmerst du dich denn um die Menschen? Humans Die Menschen are lower than angels, sind niedriger als die Engel, but humans have dominion over the earth. aber die Menschen haben die Herrschaft über die Erde. And that's all he says. Das ist alles, book was of er Psalms. sagt in den Büchern von Psalm. It makes Christ out of the man. Completely. Es ist interessant, wie Paulus es verändert oder verdreht und, kannst du das noch mal? Ich habe es nicht gehört. Because Und in, Christus aus dem Mann macht. Und Christus aus dem Mann macht. in Hebrews, In Hebräer, he adds this verse 5 into Hebrews 2 verse 5. er tut 2 Vers 5 hinzufügen.
For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von denen wir reden, unterstellt. This is the difference that he adds, Das ist den Unterschied, den er noch hinzufügt. In Hebräer. which is not in the original. Welches nicht im Originalen in Psalmen ist. So I want us to see how the original Psalms and the Hebrews are significantly different. Ich möchte, dass wir sehen, dass diese Version im Hebräer und im Psalm nicht, also eigentlich ziemlich unterschiedlich sind. Did I understand correctly that even in Psalms, men have dominion over the world, but in Hebrews, it's the angels? Also habe ich richtig verstanden, dass im Psalmen die Menschen, die Menschen im Psalm, die Menschen die Herrlichkeit, die Herrschaft über die Erde haben und im Hebräer sind es die Engel. Yes, the way Paul borrows this passage from Psalms Ja, diese Art und Weise, wie Paulus diese Passage vom Psalmen auslehnt, he completely changes it. ändert er es komplett. First of all, he turns it to Christ. Zuerst ändert er es in Christus. He says that in the future world, Er sagt, dass in der zukünftigen Welt Christ will be in charge of everything. Christus in Verantwortung von alles sein wird Angels will not. und die Engel werden es nicht. But now, Aber jetzt Christ was lower than the angels, war Christus niedriger als die Engel implying und darauf bezogen, that the angels are in charge of the present world. dass die Engel in Verantwortung von der jetzigen Welt sind. He speaks about this when he says that angels are ministering spirits. Er spricht darüber, wenn er sagt, Engel sind dienstbare Geister, Sent forth to take control or to have supervision of this world. und dass sie halt die Herrschaftskontrolle über diese Welt haben sollen. But the original Psalms passage doesn't speak to this. Aber die originale Psalmabschnitt spricht nicht darüber. More question? Noch You eine answered it? Frage? So, Also, what we've tried to see was wir versucht haben zu sehen, is that in the creation of humanity, ist, dass in der Erschaffung der Menschlichkeit God had two purposes. hatte Gott zwei Gründe. The first Die erste was so that he could become complete. He would have a counterpart. war, dass er vervollständigt werden kann oder ein Gegenstück hat. The second Die zweite is that his existing created beings ist, dass diese schon erschaffenen Wesen could learn more about him. mehr über ihn lernen können. And the person who was his favorite, Und diese Lieblingsperson von ihm sozusagen, that had the greatest privilege, der das größte Privileg hatte, was Lucifer. war Luzifer. But he saw this Aber er hat es not as a blessing, but as a curse. nicht als ein Segen angesehen, sondern als ein Fluch. And can you imagine if you want to give to your child this blessing Und könnt ihr euch vorstellen, wenn du deinem Kind diesen Segen geben and möchtest they look at it und sie schauen sich and they an throw it out of your hand und sie tun es wegschmeißen aus deiner and Hand they say, what is this rubbish you're offering me? und sie sagen, was ist dieser Abfall, den du mir hier offerierst? And they have no idea about the gift that you're offering to them. Und sie haben keine Idee, was über dieses Geschenk, was du ihnen eigentlich offeriert hast. This is the great mistake that Lucifer Das made. ist dieser große Fehler, den Luzifer gemacht hat. Let's pray. Lass uns beten. Our Heavenly Father, Unser himmlischer Vater, we want to give you thanks and praise wir möchten dich loben und preisen for your loving kindness. für deine liebende Güte. When we see your plan of creation Wenn wir den Plan von der Erschöpfung sehen and then your plan of redemption, und dann deinen Plan der Erlösung, so often we see in our experience, so oft sehen wir in unserer Erfahrung, like Lucifer, wie Luzifer, you are offering us something great and beautiful, dass du uns etwas Großes und Schönes anbietest. and yet, like him, Aber ja, so wie er,
we only see ugliness sehen wir nur Hässlichkeit and we throw your gift away. und wir tun dein Geschenk wegschmeißen. Father, many of us, Viele von uns, too many of us, viel zu viele von uns, desire fame and promotion. tun sich entscheiden für Berühmtheit. Help us to realize the lesson Hilf uns, dass wir diese Lektion lernen können, that we need to be as servants. dass wir wie Diener sein sollten. We pray in Jesus' name. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Amen.